Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Dr. Keller. Ich möchte in dieser Folge nochmal etwas näher auf das Thema Synchronisation eingehen, all dieweil es da ein paar Fallstricke gibt, über die man stolpern kann. Im letzten Video habe ich Sync und Clock mehr oder minder synonym verwendet. Die Industrie macht das auch sehr gern. Das Problem daran ist, es stimmt nicht so richtig. Eigentlich stimmt es gar nicht. Ein Clock-Signal ist wirklich zur zeitlichen Synchronisation von zwei Sequencern gedacht. Das Clock-Signal selber ist im Prinzip einfach immer nur so ein kurzer Spannungspuls, der mit einer bestimmten Regelmäßigkeit wiederkehrt. Im einfachsten Fall, so wie das Clock-Signal in einem Modularsystem, schaltet der Sequencer, der das Signal empfängt, einfach bei jedem Clock-Puls, den er kriegt, den Sequencer einen Schritt weiter. Kommt rein, weiter, kommt rein. Relativ simpel. Das Problem dabei ist, ich habe jetzt zwei Sequencer, die hier laufen. So. Jetzt möchte ich, dass beide quasi wieder auf meinem Startpunkt anfangen. Dass ich also letzten Endes Reset drücke. Mache ich hier mal. So, drücke wieder Start. Nichtsdestotrotz läuft der eben an dem Punkt weiter, an dem ich gestoppt habe, weil das Clock-Signal eben so funktioniert. Und da hat man sich überlegt, geht das nicht irgendwie einfacher? Also je mehr Sequencer ich habe, desto problematischer wird es ja, weil ich quasi jeden einzelnen Sequencer vorher resetten muss, bevor es wieder losgehen kann. Hat man gedacht, ja, geht, braucht man aber ein anderes Format und braucht man auch einen anderen Stecker. Und so kann man auf das Sync-Format, das auch DIN-Sync heißt. Das übermittelt neben dem Massesignal, das notwendig ist, und dem Clock-Signal auch Reset, dass ich es also zurücksetzen kann. Damit kann ich ein Fill-In starten und es gibt ein separates Start-Stopp-Signal. An der Stelle noch der Hinweis, diese Art Sync-Signale gibt es in modernen Geräten nicht mehr. Das ist also tatsächlich nur interessant, wenn ihr ältere Geräte habt, wie zum Beispiel eine originale 303. Die verwendet genau dieses Format. Da ist eben auch die Besonderheit, dass das Clock-Signal durchläuft. Also auch wenn ich den Sequencer gestoppt habe, läuft das Clock-Signal trotzdem weiter. Deswegen hat das einen separaten Start-Stopp. Soweit, so gut. Damit konnte man jetzt Synthesizer auch ein bisschen komplexer steuern, beziehungsweise deren Sequencer oder Arpeggiator. Da das aber viel zu einfach wäre, hat man gedacht, wie wäre es, wenn wir uns bei der Clock nicht auf einen Standard einigen? Und genau das ist passiert. Roland hat bei seinen DIN-Syncs 24 PPQ verwendet. PPQ ist die Abkürzung für Pulses per Quarter Note. Also eine Viertel wird quasi in 24 Häppchen unterteilt und sobald 24 Häppchen durchgelaufen sind, weiß der Sequencer, aha, eine Viertel ist um. Korg hat das ähnlich gemacht, allerdings im Gegensatz zu Roland haben sie nicht 24, sondern 48 PPQ verwendet. Sprich, die beiden Geräte kann ich zwar miteinander verbinden, das funktioniert auch, die laufen, aber eben der eine mit der doppelten Geschwindigkeit, beziehungsweise der anderen mit der halben. Was übrigens nicht funktioniert, noch als Hinweis, ist DIN-Sync mit MIDI zu verbinden. Der Stecker ist ganz genau derselbe. Dieser 5-polige DIN-Stecker wird heute noch für MIDI verwendet, ist aber auch bei DIN-Sync verwendet worden. Das passt zwar physisch oder physikalisch, also ihr könnt die Stecker dort einstecken, aber passieren wird nichts. All dieweil einfach die beiden Formate nicht zueinander kompatibel sind. Warum erzähle ich das jetzt eigentlich alles, wenn das sowieso völlig überholt ist und anno dazumal und MIDI gibt es jetzt auch schon seit Anfang der 80er Jahre? Nun ja, die meisten Geräte heute könnt ihr tatsächlich umschalten. Vor allem im Clock-Format. Also selbst ein Ausgang, der nur Clock ausgibt, kann verschiedene Clock-Formate ausgeben, die sich zum Teil eben auf diese alten DIN-Sync-Sachen beziehen. Also mit 24 oder 48 PPQ arbeiten. Es ist eigentlich, wenn ihr es bei allen Geräten umschalten könnt, völlig egal, welches Format ihr verwendet. Wichtig ist, dass es das gleiche ist.
Also die TD3 zum Beispiel lässt sich umschalten. Der kann ich diese analoge Clock einfüttern, der kann ich aber auch 24 oder 48 PPQ füttern. Auch umschaltbar ist es bei allen Geräten eigentlich von Arturia, die über einen Clock- oder Sync-Eingang verfügen. Da geht es oft nicht am Gerät, sondern nur über die Software, über das MIDI Control Center, aber es geht auch. Wie gesagt, wichtiger Hinweis ist nur, wählt überall das Gleiche, ansonsten kommen tatsächlich nur Kraut und Rüben raus. Wie gerade erwähnt, kann die TD3 diese unterschiedlichen Formate und die werden wir auch entsprechend noch einstellen müssen für unsere Synchronisation. Das aber schauen wir uns dann tatsächlich im nächsten Video an. Das wird sonst an der Stelle zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet etwas mitnehmen. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und natürlich die Glocke zu läuten, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.